Willkommen zu meinem letzten Update zu Untamed Walibi Holland, dem AMC Hybrid Umbau von Robinhood. Die Bahn hat seit wenigen Tagen Schienenschluss und Testen will auch bald beginnen und die Bahn wird am 1. Juli 2019 eröffnen. Und da das Layout jetzt vollständig ist und die Bahn auch Schienenschluss hat, werden wir uns dieses jetzt einfach mal in diesem Video komplett anschauen, werde ich es euch mal vorstellen, was genau für tolle Elemente die Bahn hat. Und Anfang Juni wird die Bahn auch anfangen zu testen, das heißt auf die ersten Testfahrten bin ich sehr gespannt, wie das Pacing vor allem sein wird, aber trotzdem wird es mein letztes Update zu Untamed sein, was ich hier machen werde. Und das nächste Video, was ich zu der Bahn machen werde, dürfte dann wahrscheinlich sogar mein Review sein, wenn ich die Bahn später dieses Jahr erfahren werde. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Layout an, also alle Informationen sind eigentlich hauptsächlich hier aus dem neuesten Making-of von Untamed von Walibi Holland YouTube-Kanal und Quellen sind deswegen auch hier angegeben. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal das komplette Layout an. Also die Bahn ist 1085 Meter lang und aus der Station haben wir erstmal eine 45 Grad nach außen geneigte Kurve. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, auf jeden Fall nettes erstes Element. Dann folgt der Lifthill, welcher die Bahn auf eine Höhe von 36,5 Metern bringt. Und daraufhin folgt ein 80 Grad steiler Drop 35,4 Meter hoch. Sieht sehr gut aus, vor allem 80 Grad für so eine kleine Bahn, auf jeden Fall sehr nice. Und da haben wir auch schon unseren ersten von insgesamt 14 Airtime-Momenten. Und daraufhin folgt ein Micro Bunny Hill, also ein sehr kleiner, schneller Speed Hill, so ähnlich wie zum Beispiel auch bei Steel Vengeance. Und da haben wir auch schon unseren zweiten Airtime-Moment. Und daraufhin folgt das bis jetzt weltweit einzigartige Element, und zwar eine 270-Degree Double Inverting Corner Stall. Und das besteht aus zwei Versionen, darüber habe ich schon im letzten Update geredet. Ich verlinke auf jeden Fall gerne mal in der Infocard eine Playlist zu allen Updates, die ich schon zu Untamed gemacht habe. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Stück, weil ich habe den Bau der Bahn auf jeden Fall sehr nah verfolgt, seitdem die Bahn angekündigt wurde. Und diese 270-Degree Double Inverting Corner Stall besteht wie gesagt aus zwei Versionen. Und wir haben erstmal eine Barrel Wall, welche nach links führt und dann ist man um 90 Grad nach außen geneigt und man dreht sich danach wieder um 270 Grad andersrum dann wieder nach rechts zurück. Also zwei in unterschiedliche Richtungen für eine Barrel Walls, am ehesten vergleichbar sogar noch mit der Lagoon Wall von Cannibal und auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr cooles Element. Daraufhin haben wir unseren dritten Airtime-Moment und zwar einen Double Up. Und daraufhin folgt eigentlich eine Art Wave Turn oder zumindest ein Airtime Hill, welcher in eine sehr steil abfallende Kurve führt. Ich dachte zuerst, da kommt einfach eine normale overbankte Kurve rein, aber man dürfte da auf jeden Fall auch Airtime haben. Und es sieht auf jeden Fall ein bisschen wie ein Wave Turn aus und Wave Turns sind tolle Elemente, ich feiere sie übertrieben von AMC. Und deswegen finde ich es auch schön, dass man hier auf dieser Bahn auch einen eingebaut hat. Und allgemein muss man sagen, dass die Bahn wirklich keinen einzigen ruhigen Moment hat. Dafür wirklich ein phänomenales Element nach dem anderen, meiner Meinung nach. Und daraufhin kommt dann noch ein weiterer ganz normaler großer Airtime Hill, Airtime Moment Nummer 5. Hat man bestimmt auch schon Ejector Airtime. Und daraufhin folgt ein Outside Banked Curved Airtime Hill, Airtime Moment Nummer 6, als auch ein Airtime Hill, welcher aber sehr schön nach außen gebankt ist, also vergleichbar mit der kleinen Version zum Beispiel von dem zweiten Top Hat von Steel Vengeance, aber AMC baut ja allgemein gerne Elemente, die nach außen gebankt sind, die fanden sich auch sehr schön und dieses Element sieht meiner Meinung nach auch echt sehr gut aus. Und daraufhin folgt die dritte Inversion der Bahn und zwar ein Step-Up Underflip, also mehr oder weniger eine COG-Roll, gibt es sonst auch bei Joker im Six Flags Discovery Kingdom und ist dann die zweite Bahn, die dieses Element hat, aber auf jeden Fall vergleichbar mit einer COG-Roll. Daraufhin haben wir dann eine Linkskurve, welche wieder sehr nah zum Boden geht, wo man schon wieder ein bisschen beschleunigt und daraufhin folgt eine 97-Degree Outside Stall. Und das ist auch Airtime Moment Nummer 7, einfach eine sehr stark nach außen geneigte Kurve, aber auf so einem Element hat man auch Airtime, zumindest ist es bei Wildfire in Colmartin so, dem anderen AMC in Europa und ein AMC Topper Track und bis jetzt den einzigen, den es gibt, bevor Untamed und Satra eröffnen. Und daraufhin folgen drei verschiedene Airtime-Momente und zwar ein Double Up und ein Double Down, also dreimal Momente, wo man Airtime hat, sieht auf jeden Fall nett aus. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal drei weitere Airtime-Momente. Und daraufhin folgt die Inversion Nummer 4, welche jetzt auch in dem neuesten Making-of von Untamed von Walibi Holland veröffentlicht wurde. Und zwar eine 140-Degree Stall. Das ist einfach eine kleine Stall, also keine COG-Stall wie zum Beispiel bei Wildfire, Goliath und so weiter, wo man lange über Kopf ist, sondern nur eine, wo man sehr kurz über Kopf ist. Das ist auf jeden Fall einerseits vergleichbar zum Beispiel mit der zweiten Inversion von Steel Vengeance, aber am besten lässt sich das auf jeden Fall vergleichen mit der ersten Inversion von Outlaw Run in Silver Dollar City. Der einzige Unterschied ist, dass diese hier ein bisschen weniger geneigt ist, und zwar nur 140 Grad, während die bei Outlaw Run über 150 Grad ist. Aber trotzdem geht man ja meist mit der Definition, alles was 135 Grad oder mehr ist, dann ist es eine Inversion. Da zwischen 90 Grad und 180 Grad, also eine komplette Inversion, der genau 90 Grad sind, und die Hälfte, also 45 Grad, davon abziehen, wäre genau 135 Grad.
und hier ist man knapp drüber, also kann man das meiner Meinung nach auf jeden Fall als eine Inversion zählen und könnte auf jeden Fall schön sein, wenn man da einmal schön reingerissen wird und dann wieder raus. Und nach der Inversion folgte eine 100-Degree Overbank Curve, also einfach eine 100 Grad übergeneigte Kurve, ein schöner Overbank, hat man bestimmt auch ein paar nette Kräfte. Und daraufhin folgt ein Double Bunny Hop, also zwei kleinere Airtime Hills, das ist ein Airtime Moment Nummer 11 und 12. Und daraufhin folgt noch so ein Twisted bzw. Outward Banked Bunny Hop. Also man bankt erst sehr stark nach links, wird aber bei der Ausfahrt wieder nach rechts gerissen, sieht auf jeden Fall auch cool aus. Und das ist ein Airtime Moment Nummer 13. Dann haben wir eine kleine Rechtskurve und daraufhin folgt die letzte und 5. Inversion von Untamed. Und zwar eine Uphill Barrel Wall. Es sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach auch sehr gut aus, vor allem am Ende der Strecke. Dass die Bahn am Ende nochmal ein wirklich sehr schönes Finale hat, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen, wird man schon gut durchgerissen. Und vor allem, da die so nah zum Boden ist es bestimmt auch ein sehr schöner Headshopper. Und das ist dann die 5. Inversion. Daraufhin folgt noch ein weiterer kleiner Airtime Hill, das ist ein Airtime Moment Nummer 14. Und dann fährt man in den Break Run. Und das war das gesamte Layout von Untamed, also ich kann nichts gegen sagen, aber ich finde, die Bahn sieht phänomenal aus. Natürlich, ich bin die Bahn noch nicht gefahren und wir haben auch noch keine einzige Testfahrt gesehen, aber einfach nur von den sehr abwechslungsreichen Elementen, die wir auf der Bahn sehen, hat es auf jeden Fall ein sehr gutes Potenzial, eine der besten AMCs zu werden und auf jeden Fall meiner Meinung nach auch der beste kleine AMC, als in der Größe von Storm Chaser, Twisted Timbers, Wicked Cyclone und so weiter. Und mir gefällt die Bahn wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auf der Bahn meiner Meinung nach keinen einzigen schwachen Moment und obwohl die Bahn insgesamt 5 Inversionen hat, haben wir insgesamt 14 Airtime-Momente und es sind nicht nur so ganz kleine Bunny Hops, sondern auch sehr viele große Momente. Wir haben auch sehr viele Outward Bank Elemente, die Inversionen sind alles super aus und auf jeden Fall immer eine super Abwechslung, weil wir haben am Anfang den Drop, dann den kleinen Hill, also 2 Airtime-Momente, dann folgen die Inversionen. Dann haben wir wieder ein paar Airtime-Momente, nächste Inversion, wieder Airtime-Inversion, also meiner Meinung nach eine super Kombi und sehr abwechslungsreich. Und die Bahn ist auf jeden Fall trotzdem auch sehr lang. Der erste Zug wurde auch schon eingesetzt und es wurde auch schon gesagt, dass die Bahn Anfang Juni anfangen soll zu testen. Und die Bahn bekommt natürlich auch noch einen zweiten Zug. Im neuesten Update wurde außerdem gesagt, dass die Bahn eine Single Rider Line bekommt. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und auch was man bis jetzt von der Q-Line gesehen hat, also von der Warteschlange, wie diese angelegt ist, gefällt mir das auch echt gut. Und allgemein muss ich sagen, eine Top-Bahn. Ich war wirklich anfänglich echt unsicher, was die 5. Inversion wird und ich bin sehr froh, dass es nicht einfach noch eine COG-Roll oder so wird. Ich hätte mehr auf eine richtige COG-Stall gehofft, da dieses Element echt cool ist, wie zum Beispiel bei Wildfire und so weiter. Aber ich finde es so nicht mehr schlecht, dass man trotzdem nochmal eine Stall hat. Auch von Inversionen sehr abwechslungsreich. Wir haben eine Barrel Wall, wir haben eine Stall, wir haben eine COG-Roll und dann natürlich noch die Double Inverting Corner Stall. Das finde ich sehr gut. Und ich dachte auch, dass das Element nach der Double Inverting Corner Stall, nach dem Double Up, möglicherweise einfach nur ein normaler Overbank wird. Aber dass man da wirklich nochmal Airtime hat, dass man wirklich bestimmt sehr gut reingerissen wird, so eine Art Wave-Turn. Dass aus diesem Element nochmal was Geiles gemacht wurde, finde ich das sehr gut. Ihr müsst mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Layout haltet. Ich muss sagen, es gab ja schon viele Fan-Umbauten und so weiter und mögliche Konzepte, wie die Bahn am Ende werden wird, habe ich mir auch viele von angeschaut, waren auch ein paar gute dabei. Aber jetzt das Endergebnis ist meiner Meinung nach deutlich besser, da einfach sehr viele Elemente von AMC, die einfach nur super sind, da reingepackt wurden und es meiner Meinung nach keinen einzigen schwachen Moment auf der Bahn gibt. Ich bin auf jeden Fall auf die Testfahrten gespannt, aber jetzt so, wenn die Züge ausgepackt sind, auf der Schiene stehen, also insgesamt 24 Personen pro Zug. Die Züge, die habe ich euch schon im letzten Video gezeigt und darüber genauer geredet, wo die eingeliefert wurden. Es sind auch die Next-Gen-Züge, also wie auch bei Twisted Timbers in King's Dominion und Steel Vengeance in Cedar Point. Aber auf diesem Track könnten sie sogar ganz nice aussehen, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Bahn dann im Juli eröffnet und wenn dann die ersten Leute die Bahn gefahren sind und wie dann die ersten Reaktionen ausfallen. Also ich muss sagen, auf jeden Fall eine wundervolle Bahn, bestimmt eine der besten in Europa. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Testfahrten. Und das war's dann auch hier zu dem letzten Update zu Untamed Walibi Holland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch wenn ihr den Bau genauso verfolgt habt wie ich. Einerseits durch die Updates vom Park selber oder auch durch meine Updates, welche ich in den letzten Monaten gebracht habe, seitdem der Bau angefangen hat. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es nicht getan habt. Und schreibt mir, wie gesagt, auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie euch Untamed gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder zum neuen Video. Ciao.